Hallo, mein Name ist Simon Hope und ich werde in diesem Video die Drechselmaschine Stratus XL vorstellen. Ich habe die Stratus XL auch in meiner Werkstatt stehen. Sie verfügt über 3 PS und ist sehr solide und robust verarbeitet. Sie hat sehr schwere und stabile Beine und ein massives Bankbett. Sie verfügt über ein M33-Gewinde und MK2-Innenkonusse an Spindel und Reitstock. Die Maschine hat einen Pinolenweg von über 150 mm. Das ist etwas länger als bei herkömmlichen Maschinen. Weitere Besonderheiten sind zum Beispiel die digitale Geschwindigkeitsanzeige, eine bewegliche magnetische Bedienbox, die man an allen möglichen Positionen befestigen kann, um zum Beispiel die Drehgeschwindigkeit zu regulieren. Auch sehr nützlich ist die Ablagefläche mit Gummimatte auf dem Spindelstock. Diese ist magnetisch, so lassen sich alle möglichen Werkzeuge sicher ablegen, ohne dass diese herunterfallen können. Die Spindel lässt sich mit diesem Hebel feststellen. So kann ich zum Beispiel das Spannfutter bequem von der Spindel lösen. Der Riemen für die verschiedenen Drehgeschwindigkeiten lässt sich auch sehr einfach und unkompliziert verstellen. Dazu öffnet man die Riemenabdeckungsklappe an der Spindel. Jetzt muss der Feststellhebel gelöst werden, um die Spannung vom Riemen zu nehmen. Zur Auswahl stehen jetzt 3 Geschwindigkeitsstufen. Von rechts nach links kann man zwischen langsamen und schnellen Geschwindigkeit wechseln. Ein weiteres sehr schönes Feature an dieser Drechselbank ist die optionale Bankbettverlängerung. Dadurch steht einem ein 500 mm längeres Bankbett zur Verfügung. Und ebenfalls sehr toll ist, dass man in Kombination mit dem Easy Swingaway den Reitstock ganz einfach zur Seite wegschwingen kann. Bei Aushillarbeiten ist das zum Beispiel sehr nützlich. Ich habe die Verlängerung nun angehoben und kann sie ganz einfach an der Stirnseite der Bank montieren. Den Spindelstock kann ich nun um 90 Grad drehen. So kann ich mit der Außendrehvorrichtung größere Werkstücke bearbeiten. Das macht man, indem man diese Feststellschraube löst und den Bolzen herauszieht. Der Kopf rastet nun in Teilschritten von 30 Grad ein, also zunächst bei 30 Grad, dann bei 60 Grad und schließlich bei 90 Grad. Den Hebel stelle ich fest und dann kann gedrechselt werden. Wenn man wirklich große und schwere Rohlinge bearbeiten will, kann die Bankbettverlängerung noch zusätzlich mit einem Stützfuß versehen werden. Das garantiert einen sicheren Halt und eine hohe Laufruhe. So kann ich Werkstücke mit einem Durchmesser von bis zu 1000 mm drechseln. Für die Messerauflage gibt es ebenfalls eine optionale Messerauflagenverlängerung. Ich werde den Reitstock jetzt zunächst auf das Bankbett schieben und zeigen, wie man die Bankbettverlängerung auf die Vorderseite der Maschine montiert. Zuerst schwinge ich die Verlängerung zurück und stelle sie fest. Den Reitstock schiebe ich jetzt vor. Und jetzt wieder lösen und die Auflage anheben. Feststellen und fertig. Ich nehme den Reitstock runter und zeige dann, wie ich die Messerauflage auf der Bankbettverlängerung montiere, um auch frontal drechseln zu können. Denken Sie immer daran, den Sicherheitspin am Ende des Bankbetts zu lösen. Wieder zunächst den Hebel lösen, dann die Schraube lösen. An ihr ziehen und der Spindelkopf kann ganz bequem in Position gebracht werden. Die Bewegung des Spindelkopfs funktioniert sehr geschmeidig. Der große Vorteil an diesem Aufbau ist, dass man zum einen mit einem geraden Rücken drechseln kann. Zum anderen ist die Bank durch eine zentrale Position gut ausbalanciert. Jetzt zum Schluss noch einmal alle Eckdaten der Bank zusammengefasst. Über dem Bankbett können wir bis zu 550 mm große Stücke drechseln. Mit der Bankbettverlängerung mittig montiert, kommen wir auf 600 mm Durchmesser. Mit der Außendrehvorrichtung kommen wir sogar auf einen Durchmesser von bis zu 1000 mm. Im Lieferumfang enthalten sind ein Spannschlüssel zum Lösen der ebenfalls enthaltenen Planscheibe, ein 25 mm Vierzack-Mitnehmer und eine sehr hochwertige mitlaufende Körnerspitze mit Druckring.
Alles in allem eine großartige Maschine, die allen Anforderungen gerecht wird.